Clickbait, Populismus, Werbung und vor allem eine niemals endende Flut davon. Für mich persönlich ist unsere Nachrichtenwelt mittlerweile so kaputt, dass es schädlich geworden ist. Und es mag euch anders gehen, aber bei mir wird es langsam kritisch damit. Und deswegen habe ich versucht, das Ganze zu fixen. Und ich sag mal so, mit dem bisherigen Ergebnis bin ich ziemlich zufrieden. Und damit herzlich willkommen im Cyberspace. Ich möchte mal ein bisschen Erfahrung mit euch teilen. Und zwar einige Artikel aus meiner letzten Woche, nur der letzten Woche. Ich hatte einen Artikel der Frankfurter Allgemeinen über eine Änderung, was rechtlich passiert bei Rentnern, wie viel bei denen am Ende übrig bleibt im Monat. Die Überschrift war, wie viel mehr bleibt Rentnern im Monat übrig, irgendwas sowas in die Richtung. Im Artikel selber stand die Antwort aber gar nicht drin und ich habe sie wirklich lange gesucht. In den Kommentaren stand dann 180 Euro. Es sind 180 Euro. Einfach nur eine Antwort und direkt haben wir, was wir wollten. Zweites Beispiel von Ingame. Ich habe ja dieses Video zum Spotify Wrapped rausgebracht und dazu war es für mich natürlich sehr wichtig zu wissen, wann kommt der eigentlich? In den letzten Jahren war es nämlich immer der 30.11. Dieses Jahr war es später. Also habe ich diesen Artikel von Google auf meine News-Startseite bekommen mit dem Titel Wann kommt Spotify Wrapped? Im Artikel stand dann drin, wann es die letzten Jahre war, Werbung, noch mehr Werbung und niemand weiß es eigentlich, weil Spotify gibt das nicht öffentlich an, aber man kann ja schon mal den Wrapped von letztem Jahr hören. Für mich ist das Clickbait und ich möchte hier mal ganz kurz Clickbait definieren, weil ich versuche auch Titel ansprechend zu gestalten. Ich komme gleich darum, warum das wichtig ist. Aber im Grunde genommen ist Clickbait für mich, dass etwas anderes im Titel steht, als das, was am Ende geliefert wird. Wenn ich ein Video mache wie dieses hier, dann sage ich euch, was mich an News stört und dann sage ich euch, wie ich es gefixt habe. Genau das steht im Titel drin oder auf dem Thumbnail. Der Grad ist allerdings ziemlich schmal und hier wurde er für mich definitiv überschritten. Und trotzdem, ich habe es gerade schon angedeutet, man darf Titel heutzutage nicht mehr so wählen, wie man möchte. Es muss immer extremer sein, immer brutaler sein, immer impactful sein. Ansonsten klickt niemand ein Video, klickt niemand einen Artikel. Ich mache euch mal ganz kurz ein Beispiel. Vergleich. Studie, ChatGPT Search-Funktion derzeit problematisch. Das ist Titel 1. Zweiter Titel, Exposed. ChatGPT Search verbreitet Fake News. Das wäre der zweite Titel. Beide könnten kein Clickbait sein, im Sinne von sie halten, was sie versprechen. Aber, naja, es ist halt trotzdem problematisch, weil es sind keine Fake News. Die Funktion ist halt einfach broken. Und trotzdem würde sich der zweite Titel massiv besser klicken. Vor allem hier auf YouTube. Und ich möchte hier einmal ganz kurz Disclaimer geben. Es betrifft nicht alle Nachrichtenquellen. Es gibt durchaus absolut super gute Redaktionen, die sowas absolut nicht machen und die auch nicht den anderen Kram machen, den ich gleich ansprechen werde. Das sind einzelne Teile, die aber für mich zu einem ungesunden Problem geworden sind. Ich habe also mal versucht herauszufinden, was genau stört mich an Nachrichtenkonsum. Ist es wirklich problematisch oder schädlich? Kann ich das irgendwie verifizieren? Und vor allem, was kann ich dagegen tun? Zunächst einmal, warum sind Artikel teilweise so inhaltslos? Nun, wenn ein Artikel geschrieben wird, der einfach nur auf einem Tweet von irgendjemandem basiert oder auf einem Reddit-Post von irgendjemandem basiert, dann wird das gleich ganz groß aufgebauscht. Und das liegt einfach daran, dass Artikel geschrieben werden müssen, einfach um eine Quote einzuhalten, auch wenn überhaupt nichts passiert. Und das ist ein Problem und geht mir übrigens ähnlich. Wenn ich nicht ein Video pro Woche rausbringe, naja, dann meint YouTube, ich zähle nicht mehr zum Algorithmus und behandelt mich deswegen anders. Und das ist ein Problem, wenn dann die nächsten Videos, die eigentlich ganz gut wären, wieder schlechter performen würden. Das zweite ist, und das habe ich gerade schon angesprochen, eigentlich geht es um die Klicks. Ich lebe von Klicks, aber auch Nachrichtenportale wie die Frankfurter Allgemeine oder Süddeutsche Zeitung oder wer auch immer, die leben alle von Klicks. Und dementsprechend muss alles Klicks geben, denn ein Klick ist Geld und naja, irgendwie steigen halt unsere Lebenshaltungskosten und irgendwie müssen wir auch leben. Und deswegen sind wir sehr, sehr abhängig von Klicks. Eigentlich alle, die mit Nachrichten arbeiten, sind abhängig von Verkäufen. Das war früher schon so oder mittlerweile halt einfach von Klicks, wenn man Werbung schalten kann.
Und das ist auch ein Problem, denn das heißt, Titel und dementsprechend auch die Inhalte müssen immer extremer werden, obwohl sie es vielleicht gar nicht sind. Man konzentriert sich auf das Negative, dazu komme ich dann gleich noch. Und das nächste ist, vor allem jetzt in der AI-Branche, die ist ganz furchtbar, wenn irgendjemand auch nur eine einzige Sache auf Twitter schreibt, dann sind das teilweise bis zu 5 Artikel geworden bei einer Webseite. Das ist bei manchen Portalen extrem, bei anderen Portalen nicht ganz so extrem. Man könnte die jetzt automatisch meiden, aber dazu komme ich gleich noch. So, also, das sind meine 3 ersten Probleme. Es kommt und ich habe versucht, die zu verifizieren. Woran liegt das dann eigentlich? Nun, es stellt sich raus, für mich persönlich, ich leide stark unter, sagen wir mal, Angstzuständen wäre jetzt wahrscheinlich zu viel. Für die Leute, die richtig schlimme Angstzustände haben, ist es deutlich besser geworden bei mir, aber Depressionen habe ich durchaus auch in die Richtung, ja? Damit ihr euch das ein bisschen einteilen könnt oder einrichten könnt. Und grundsätzlich hat sich mein Medienkonsum vor allem geändert, aber auch der von vielen anderen. Ich habe das mal versucht in der Studie nachzuvollziehen und die Studie hier ist natürlich unten verlinkt, die finde ich sehr, sehr gut. Grundsätzlich ist unser Nachrichtenkonsum mittlerweile fast ausschließlich über digitale Geräte. Das sehen wir hier, 57% geben an, dass es digitale Geräte sind, über die sie ihre Nachrichten konsumieren. Der Witz an der Sache ist, das war nach Corona wieder niedriger, das war vor Corona deutlich niedriger. Während Corona war es sehr, sehr hoch, aber jetzt sind wir wieder fast auf dem Level, das wir während Corona hatten. Dann Fernseh ist einfach weiter gesunken, ne? Hier immer tiefer runter, jetzt geht es gerade wieder ein bisschen mehr hoch. Und Radio ist quasi nicht mehr existent. Und genauso Print ist auch quasi am Sterben. Fast alle Leute konsumieren über digital. Und genau das ist ein Problem. Ich zeige euch gleich warum. Wenn wir hier nämlich mal gucken, über digital konsumierte Nachrichten sehen meistens so aus, wir können über Podcasts konsumieren, das machen wenige, sehr wenige sogar. Wir können über die Suche konsumieren, das heißt, dass wir aktiv nach Nachrichten suchen. Das mache ich manchmal, wenn mich ein Thema interessiert, aber das ist tatsächlich eher selten. In den meisten Fällen bekommt man reingespült, was man sehen möchte. Also ja, natürlich informiert man sich über die Suche, aber ne, in den meisten Fällen bekommt man Push-Benachrichtigungen von Apps oder man bekommt das Ganze in Google Newsfeed oder man bekommt es eben auf Social Media. Und das sind diese beiden hier. Man bekommt es quasi in seinen Feed gespült. Und da sind wir genau an dem Punkt. Es wird mir reingespült und ich kann nicht ganz direkt entscheiden, ist das jetzt was ich sehen möchte oder ist es das nicht. Dazu kommt allerdings auch noch, manche Nachrichtenportale sind eher, ich sag mal, problematisch. Ich habe hier mal das Vorzeigebeispiel von problematisch rausgesucht. Übrigens, Media Bias Fact Check, finde ich ganz geil. Die haben einfach einen Check für quasi jedes Medium, was es da draußen so gibt, von Factual Reporting, das heißt, wie faktisch richtig sind die eigentlich. Ich habe jetzt hier mal die Bild rausgesucht, weil die am extremsten sind. Und die haben hier ein Mixed, was nicht wirklich gut ist, ehrlich gesagt. Wenn man hier bei Very High ist das schon ziemlich geil. Und ansonsten eher so ein bisschen, High ist vielleicht noch akzeptabel, aber der Rest ist nicht so gut. Und sie haben sie hier eingeordnet als Right Center Biased based on sensationalized news reporting, was heftig ist. Aber genau, hier sieht man dann auch die politische Richtung von diesen ganzen einzelnen Plattformen. Und das ist natürlich ein Problem. Wenn wir einen Bias haben, dann werden wir auch in diese Richtung politisch gedrückt. Und das macht uns als Gesellschaft auch ordentlich zu schaffen, fairerweise. Entweder in das eine Extrem oder das andere. Und gefühlt sind die immer weiter am Auseinanderdriften. So, aber da könnt ihr auch gerne mal für die anderen Nachrichtenplattformen einfach mal reinschauen, wie extrem die dann teilweise sind, beziehungsweise wie faktisch auch korrekt die teilweise sind. Was mich aber persönlich am allermeisten stört, ist eben die Vielzahl an Quellen, wo wir unsere Nachrichten bekommen. Früher war es halt so, ich gucke Tagesschau, dann war es das am Abend, oder ich gucke von mir aus irgendeine andere Nachrichtensendung, dann war es das am Abend. Da war ich aber noch jung, ja, Speaking 13 und früher vielleicht. Und da habe ich nicht wirklich Bock drauf gehabt. Heutzutage ist das anders. Heutzutage konsumiere ich Nachrichten über, wie gesagt, meinen Google Newsfeed, den ich in meinem Handy einfach einmal links swipen und ich habe den. Oder, wenn ich den Browser öffne, habe ich irgendeinen Feed. Das macht Microsoft so, das macht aber auch Firefox so und das macht Google, also Chrome, auch so. Und das kann man sich wegmodden, das machen aber die wenigsten. Und dann kommen wir aber noch auf Social Media, da haben wir auch News und auf YouTube haben wir selbstverständlich auch News.
Plus, wir haben Push-Benachrichtigungen. Und Push-Benachrichtigungen sind so ziemlich das, was ich direkt ausgestellt habe, was ich aber von vielen weiß, dass sie es nicht ausgestellt haben. Push-Benachrichtigungen sind, ey, der Artikel hier, ich weiß das besser als du, der wird dich interessieren. Und das sind meistens die, die so richtig, richtig, richtig sensationalized sind. Und die sind stressig. Vor allem, wenn man sich auch mal eine Auszeit gönnen möchte. Man möchte, oder ich persönlich möchte nicht immer mit Nachrichten bombardiert werden, weil das durchaus auch mal schädlich sein kann, wenn ich zu viele Nachrichten konsumiere. Es nennt sich sogar Doomscrolling, hat einen eigenen Begriff. Und das habe ich tatsächlich während Covid, beziehungsweise während Anfang Ukraine-Krieg, habe ich das vor allem sehr, sehr viel gemacht. Und das tut mir nicht gut. Gar nicht gut sogar. Und deswegen habe ich mal geguckt, ey, gibt es denn irgendwelche Studien, die zeigen, dass das tatsächlich schädlich sein kann? Im Grunde genommen, die Studie hier bezieht sich vor allem auf Menschen mit, naja, Symptomen im Bauchbereich auch noch zusätzlich. Fand ich sehr, sehr geil. Aber trotzdem messen die auch Stress und Anxiety und so weiter. Und im Endeffekt, die Essenz ist folgendes. Du konsumierst sehr, sehr, zumindest bei mir ist das so, du konsumierst sehr, sehr viele Nachrichten. Also geht deine Anxiety hoch, weil, naja, dadurch, dass sich alles immer auf das Negative konzentriert, kriegst du Stress. Und dieser Stress fördert bei mir zumindest ein Unwohlsein, einen dauerhaften Unruhezustand, Anxiety. Anschließend habe ich ein Gefühl von wahrgenommenem Kontrollverlust, den ich versuche zu bekämpfen, indem ich mich informiere über Nachrichten und mehr Nachrichten konsumiere. So. Und wer davon profitiert, ist ganz klar, alle, die Nachrichten verkaufen. Wer davon nicht so profitiert, ist auch ganz klar, ich. Ja, deswegen ist das ein ziemlich böser Teufelskreis. Vor allem, weil man halt Nachrichten bei Social Media, kann man einfach weiter scrollen, Nachrichten im Google Newsfeed kann ich einfach aktualisieren, dann kriege ich noch mehr davon. Es ist eben nicht gesetzt, dass ich irgendwann mal fertig bin. Und tatsächlich sagt diese Studie sogar mir ganz genau, wer vor allem diese Symptome hat. Und das verifiziert so ziemlich meine Vermutung, nämlich, dass wenn ich das Ganze über einen Feed gesteuert bekomme, also sprich vielleicht mehr Clickbait, weil, naja, man muss ja irgendwie in dem Feed hochrutschen, plus KI generiert, was ich bekomme, über Google News zum Beispiel, das ist meine Interessen. Und genau das spiegelt sich hier wieder. Wenn wir uns das mal angucken, wenn ich über Nachrichten das Ganze, also hier übrigens erstmal ganz kurz, die leicht bläulichen Balken hier sind Leute, die keine Depressionssymptome hatten, die leicht gräulichen Balken, die Farbwahl ist irgendwie furchtbar, sind die mit Depressionen. Das heißt, wir können hier einmal sehen, Leute, die das Ganze über Social Media konsumieren, hatten fast 10% mehr Richtung Depression, wenn sie Nachrichten darüber konsumiert hatten während der Covid-Zeit. Über Newspaper, also wirklich Printmedien, 10% weniger. Friends und Family war ein bisschen höher. Das würde ich jetzt als nicht ganz so drastisch beurteilen. Und Websites 5% höher, was halt auch über Google Newsfeed zum Beispiel der Fall ist. Über Television, also quasi festes Programm, ihr kriegt vorgesetzt, jetzt könnt ihr, und ihr müsst es nicht immer tun, die hatten auch ungefähr 7% weniger, weil man sich, und auch Radio übrigens ein bisschen weniger, weil man sich nicht so drastisch auf einen Feed verlassen musste und dann auch nicht dieses Gefühl von FOMO die ganze Zeit hat, dass man potenziell irgendwelche Nachrichten verpassen könnte. So ging es mir vor allem sehr, sehr stark. Dasselbe ist mit Perceived Stress. Hier haben wir die blauen Balken, sind No Perceived Stress, also wahrgenommener Stress, und die leicht gräulichen Balken mit wahrgenommener oder höherer wahrgenommener Stress. Friends and Family fast gleich. Newspaper auch relativ gleich, tatsächlich ein bisschen weniger bei Newspaper. Social Media hier wieder 9 oder mehr als 9% höher wahrgenommener Stress und Websites auch 6% höherer wahrgenommener Stress. Television auch ungefähr gleich und Radio auch ungefähr gleich. Zeigt eigentlich relativ deutlich, was ich euch versucht habe zu sagen. Wenn man das über einen Feed reingespült bekommt, ist das einfach nicht gut für einen, weil man A, nie fertig ist und B, sehr viel mehr über Angst und Negatives angesprochen wird, weil das klickt sich halt einfach besser. Wenn irgendein Artikel in einer Zeitung Angst und Negatives anspricht, dann ist es der auf der Startseite. Alle anderen sind dann wahrscheinlich eher ein bisschen nüchterner und die sind nicht mehr ganz so extrem. Und vor allem eben, weil wir nie fertig sind und weil sich vor allem auch unsere Freizeit mit unserem Nachrichtenkonsum vermischt. Was für mich immer ein Problem war. Plus, natürlich, wie gesagt, das mit dem Bias. Jeder Mensch hat so einen Bias und wir können nicht einfach mal sagen, okay, wir nehmen jetzt Abstand und bleiben trotzdem aber online. Das ist fast nicht möglich gewesen, außer man fängt dann halt an zu zocken. Alles in allem hat das bei mir vor allem für eine Desensibilisierung gesorgt. Das heißt, ich konsumiere Nachrichten und bin potenziell einfach, schon wieder irgendein Krieg, schon wieder Tote.
was es eigentlich nicht sein sollte. Fairerweise sollte es mich schon treffen und ich sollte nicht aus FOMO oder aus Angst und Negativen einfach weiter scrollen und Doomscrolling betreiben. Und deswegen wollte ich das fixen. So, und damit kommen wir zu unserem Projekt. Und ja, das Projekt ist eine serverseitige Anwendung, sage ich mal dazu, die natürlich auch wo liegen muss. Das heißt, ich habe das Ganze erstmal wo gehostet, also ich habe mir einen Server gemietet und da liegt jetzt das, was ich tue. Und da kommen wir erstmal zu unserem heutigen Partner, Infomaniac. Infomaniac ist der ethische Serveranbieter aus der Schweiz. Das heißt, die haben extrem hohe Datenschutzanforderungen und gleichzeitig sind sie noch wahnsinnig nachhaltig, auch für die Umwelt, was richtig geil ist, dazu komme ich aber gleich. Wir durften tatsächlich das Serverzentrum von Infomaniac besuchen und uns alles mal genau angucken, was richtig, richtig cool war. Dazu kommt noch ein separates Video, auch auf diesem Kanal hier und ich freue mich schon richtig drauf. Der Witz ist nämlich, sie haben eine wahnsinnig spannende Technologie im Einsatz, die es so, soweit ich weiß, nirgendwo anders gibt. Und wir waren sogar in ihrem Office, was richtig, richtig cool aussah. Aber die Idee ist, man nutzt einfach den Strom, den die Server verbrauchen und dadurch Wärme produzieren, einfach mehrfach und heizt dann halt einfach die ganze Stadt Genf. Aber ja, Infomaniac ist nicht nur ein Serveranbieter und nicht nur für Leute, die was hosten wollen, sondern sie haben auch sehr viele, sehr spannende und nützliche Anwendungen für einfach jeden von uns. Also zum Beispiel, ihr könnt Dateien teilen über Swiss Transfer. Ihr habt einen E-Mail-Anbieter, wo ihr dann wirklich eine eigene Domain haben könnt. Und ihr könnt K-Drive zum Beispiel benutzen oder K-Meet. Das ist sowas wie Google Meet, nur halt datenschutzorientiert. Und K-Drive, naja, ist sowas wie Google Drive, aber halt datenschutzoptimiert. Und es liegt in der Schweiz. Das heißt, nicht irgendjemand greift auf eure Dateien zu. In der Schweiz gelten extreme Privacy-Schutzrichtlinien und dementsprechend kann ich das nur unterstützen. Ja, wenn ihr das Ganze einfach auch mal ausprobieren wollt, es gibt wirklich, also zum Beispiel Swiss Transfer ist komplett kostenlos. K-Drive könnt ihr sogar testen und bekommt 15 GB als K-Drive einfach kostenlos plus 20 GB für euer E-Mail-Konto auch kostenlos. Deswegen, ja, es spricht einfach nichts dagegen, das zumindest mal auszuprobieren. Dementsprechend habe ich euch hier mal einen QR-Code dabei, damit ihr das direkt machen könnt. So, und wir reden jetzt weiter über das Projekt. Was genau habe ich eigentlich gemacht? Naja, bei Infomaniac liegt ja unser Server dazu, aber vor allem habe ich eins dort gemacht, und zwar einen RSS-Feed. Und RSS-Feeds sind für mich dieser Weg gewesen, damit ich nicht mehr permanent pausenlos alles konsumieren muss, was da potenziell von Google mir reingespült wird. Okay, also folgendes. Ein RSS-Feed ist erstmal eine Art Feed von Nachrichten. Das kann jede Website machen. Das ist zum Beispiel bei WordPress-Webseiten ist das standardmäßig einfach dabei. Und da wird einfach jeder Post, also jeder Artikel im Fall von einer Nachrichten-Webseite, wird als ein Eintrag in einem RSS-Feed angezeigt. RSS-Feeds, ihr könnt sie euch wirklich so vorstellen, als wäre das zum Beispiel euer Twitter-Feed oder Mastodon-Feed oder Blue Sky-Feed oder Threads-Feed. Tatsächlich ist das sogar absolut ernst gemeint. Vor allem bei Mastodon könnt ihr das ganz einfach selber machen, indem ihr einfach hinter die URL, also wenn ihr zum Beispiel auf meinen Mastodon geht, das ist das obere, und dann .rss hinten dran packt, dann bekommt ihr den RSS-Feed raus. Und da steht alles drin, was ihr braucht. Das heißt, ihr habt hier tatsächlich ein, ja, naja, nicht unbedingt menschenlesbares Feed-Ding, sondern eher maschinenlesbares Feed-Ding, okay? Ein RSS-Feed ist nicht für Menschen direkt gemacht, sondern für Maschinen. Und wie gesagt, sowas haben sehr, sehr viele Webseiten, also sowas wie News-Webseiten haben fast immer einen RSS-Feed, gleichzeitig Mastodon, YouTube gibt es als RSS-Feed und so weiter und so fort. Das heißt, man kann sich hier seinen eigenen Feed so zusammenstellen, wie man den haben möchte und liest den dann einfach durch. Also nicht irgendwas, was Google mir empfiehlt oder was TikTok in meinen Algorithmus schmeißt. Nein, einen Feed, der ganz genau das ist, was ich abonniert habe. So, und jetzt müssen wir den natürlich noch irgendwie lesen. Ich habe sehr, sehr lange dafür Feedly benutzt. Das ist übrigens mein eigener Feed, zu dem komme ich gleich. Aber das ist im Endeffekt ein ganz stinknormaler RSS-Reader. Vivaldi, mein Browser, den ich für die Arbeit benutze, der hat schon einen eingebauten RSS-Reader drin. Das heißt, den kann man auch benutzen, wenn man am Desktop ist. Oder man benutzt Feedly. Oder ich habe tatsächlich jetzt mit dem neuen ChatGPT, das ist ein Video für den anderen Kanal, habe ich einen komplett eigenen RSS-Reader geschrieben, den Morph-Reader. Der sieht dann so aus. Es ist einfach eine Handy-Anwendung und ist absichtlich möglichst minimalistisch gehalten. Das heißt, man kann nicht so viel machen. Man kann im Endeffekt die Artikel lesen
und sich seine Feeds einrichten und sich Artikel merken und sie teilen. Und das war's dann aber auch schon. Und das ist Absicht. Es soll simpel sein. Und ihr seht vielleicht eine Sache hier, die ein bisschen komisch ist. Dieser Feed, der da ist, der ist nicht wirklich sensationalized, oder? Naja, da komme ich gleich dazu. Aber grundsätzlich ein RSS-Reader liest erstmal nur das, was in euren RSS-Feeds drin steht. Das heißt, ihr habt sehr viele RSS-Feeds und ihr packt euch die im Normalfall so zusammen, wie ihr die halt haben wollt. Also welche Nachrichten-Websites ihr zum Beispiel abonnieren wollt, welche YouTube-Kanäle ihr benachrichtigen wollt, welche zum Beispiel Mastodon-Kanäle ihr als Benachrichtigung haben wollt und so weiter und so fort. Das könnt ihr da quasi alles separat einstellen. Das heißt aber jetzt auch, ihr habt alle Nachrichten, die ihr konsumieren wollt, in genau einer einzigen App, in einem einzigen Reader drin und den könnt ihr einfach durchscrollen. Und irgendwann seid ihr halt einfach durch, weil nicht mehr gepostet wurde in diesem RSS. Das heißt, wenn ihr alle Einträge mal gelesen habt, seid ihr fertig. Es gibt keinen Algorithmus, der euch dann vielleicht doch noch das nächste empfiehlt, weil es irgendwie mit euch verbunden ist oder eure Interessen widerspiegelt. Nein, ihr seid dann fertig. Und tatsächlich ist das schon mal sehr, sehr gut, aber ich habe trotzdem noch ein paar Sachen, die ich bemängeln möchte. Und deswegen habe ich meinen eigenen RSS-Feed aufgebaut. Aber lasst uns zunächst einmal gucken, was haben wir jetzt damit gefixt? Nun, wir haben gefixt, dass wir eben nie fertig sind, also Problem 5. Und wir haben gefixt, dass wir niemals Abstand nehmen können, was ein riesiger Win ist. Denn jetzt kann ich mein Social Media neu trainieren und kann sagen, hey, Nachrichten bei Instagram oder sowas, die schmeiße ich direkt weg. Das dauert ein bisschen, bis sich der Feed bei TikTok oder bei Instagram ein bisschen dran gewöhnt und ihr hauptsächlich Unterhaltung bekommt. Aber mittlerweile kriege ich deutlich mehr unterhaltsame Videos, zum Beispiel Katzenvideos oder sowas auf Instagram als Nachrichten. Und das war früher nicht so. Und ich bin fairerweise darüber dankbar, denn wenn ich jetzt in mein Instagram reingehe, dann kann ich tatsächlich einfach sagen, okay, ich kann ein bisschen abschalten. Ich muss mich nicht die ganze Zeit zu bombardieren und Angst haben, dass ich irgendwelche Nachrichten verpasse, weil ich habe sie ja schon. So, jetzt haben wir aber noch eine andere Sache. Und zwar, wenn wir diesen Feed oder wenn wir einfach nur alle Feeds nehmen und so weiter konsumieren, wie wir es bislang getan haben, dann haben wir ja immer noch potenziell Clickbait. Und fairerweise, viele RSS-Feeds sind einfach nur noch darauf ausgelegt, damit ihr dann den eigentlichen Artikel euch anguckt und dort dann halt doch wieder die Zeit zum Lesen investiert. Und das hat mich weiterhin getriggert, weil vor allem dann natürlich der Clickbait und die ganzen nichtssagenden Nachrichten, die bleiben euch einfach erhalten. Und deswegen habe ich einen neuen Feed gebaut. Achtung, der ist erstmal nur im Technikbereich, weil er sehr, sehr aufwendig ist und dementsprechend auch einfach sehr, sehr teuer ist, was Zeit angeht, was Verwaltung angeht und sowas. Ja, aber trotzdem habe ich einen Feed für den Technikbereich gebaut, für mich im Endeffekt gebaut, weil das war ein Projekt, was meinen Seelenfrieden wiederherstellen sollte, okay? Also dementsprechend, ich habe jedem Artikel erstmal fasse ich zusammen und baue einen Titel. Und dann weise ich eine Wichtigkeit zu in jeder Kategorie. Das heißt, in KI, in Cybersecurity, in Privacy, in Netzpolitik, in Hardware, und so weiter und so fort. Ich habe, wie gesagt, erstmal nur die Technik-Sachen genommen, aber das war es dann erstmal auch. Und jetzt kann ich mir selber einen Feed einrichten. Das heißt, ich kann mir selber zuweisen, ey, ich hätte ganz gerne Cybersecurity, alles was 7 oder höher ist. Ich hätte ganz gerne alles, was AI 8 oder höher ist. Und ich hätte ganz gerne alles, was bei Netzpolitik zum Beispiel 5 oder höher ist. Und Privacy, alles, was 2 oder höher ist. Und dann bekomme ich alle Artikel, die eine dieser Kategorien erfüllen. Das heißt, wenn ein Artikel zum Beispiel AI 10 hat und bei Netzpolitik 1, naja, dann kriege ich ihn trotzdem, weil ich habe ja AI so eingestellt, dass ich das bekomme. Und genauso kann ich jetzt das Ganze für mich zumindest reparieren. Und das will ich euch einmal ganz kurz demonstrieren. Wenn ich diesen Feed nämlich so anpasse, wie das für mich relevant ist, und ich schmeiße alle Duplikate und sowas raus und habe dann quasi so einen Feed, dann sieht das Ganze so aus. Wir hatten das als allererstes Problem, dass viele Nachrichtenplattformen zum Beispiel Artikel schreiben, auch wenn gar nichts passiert ist. Jetzt weise ich einfach eine niedrige Wichtigkeit zu. Das heißt, ich sage quasi, hey, wenn du mir die Antwort nicht gibst, dann ist halt dein Artikel nur eine 1. So, er ist einfach nicht relevant für mich. Das zweite ist die Klickabhängigkeit.
wenn alles Klicks geben muss, weil Klick gleich Geld, naja, dann musst du mir aber auch was liefern, dass ich das wirklich lesen möchte. Und dadurch, dass ich eine Zusammenfassung für jeden Artikel habe, muss ich nicht mehr draufklicken, wenn keine Informationen drin stehen. Weil, wenn keine Informationen drin stehen, oder nur wenige, dann habe ich die schon in meiner Zusammenfassung drin. Wenn ich mehr wissen möchte, was durchaus häufiger mal passiert, dann lese ich mir den gesamten Artikel durch. Das dritte ist, wenn irgendwas mehrfach verwertet wird, zum Beispiel von 50 Plattformen auf einmal, dann nehme ich halt nur den ersten. Und alle anderen schmeiße ich aus meinem RSS-Feed raus. Und das ist super geil. Wenn ich jetzt nämlich noch weitergehe und sage, hey, aber Angst und Negatives, genau das stört mich auch dran. Naja, weil unsere Gehirne einfach viel, viel stärker mit Angst arbeiten und dadurch mehr getriggert werden. Wenn ich einen neutralen Titel und eine neutrale Zusammenfassung habe, dann schafft mir das ordentlich Seelenfrieden, weil ich einfach dann nicht mehr getriggert werde, weil ich keinen Clickbait mehr befürchten muss, weil ich dann nicht mehr dieses, es ist eigentlich gar nichts passiert, aber potenziell macht hier Elon Musk gerade neue Operationen am Gehirn von Menschen. Aber potenziell ist halt, es ist nicht wichtig. Und es wird mir neutral zusammengefasst und dieses potenziell steht halt einfach dabei. Und 5 und 7 hatten wir ja schon und das 6, naja, Objektivität werden wir wahrscheinlich nie erreichen, weil der Mensch, der das schreibt, immer einen gewissen Bias hat und, naja, fairerweise, der Technikbereich ist zum Glück, was den Bias angeht, noch einigermaßen objektiv im Vergleich zu vielen, vielen anderen Bereichen, vor allem Politik, ist da ganz, ganz anders. So, was heißt das jetzt aber für mich? Nun, ich hatte ein Problem mit Nachrichten. Ich habe permanent Nachrichten konsumiert, weil ich Angst hatte, was zu verpassen, weil ich getriggert wurde, und das hat sich wirklich alles zusammen summiert auf mich und mich so gestresst, dass ich wirklich unzufrieden wurde. Mein Ziel mit diesem Projekt war einfach, mir selber ein bisschen Seelenfrieden zu geben und meine Bildschirmzeit zu reduzieren und besser und gesünder diese Nachrichten zu konsumieren. Aktuell ist das Ganze nur im Technikbereich, potenziell mache ich das aber bald noch für weitere Bereiche auch. Und das Ganze ist natürlich leider wahnsinnig teuer, deswegen werde ich nicht alle Feeds für alle offen stellen können, aber ihr bekommt einen Feed von mir for free einfach und bald werden wahrscheinlich auch Audiospuren dazu gebaut werden, das heißt, das wird dann euch vorgelesen sogar. Im besten Fall muss ich mal gucken, ob ich das hinbekomme, aber ich denke schon, das sollte gehen. Das heißt, ihr habt dann einen Feed mit den High Ratings, also quasi, wenn in einer der Kategorien 9 oder 10 erreicht wird, dann landet der in dem Feed drin. Das ist genau derselbe Feed, der jetzt auch den Newsletter baut, den ich ja sowieso schreibe. So. Aber genau, das Ganze ist leider sehr teuer, aber das ist es mir persönlich tatsächlich sogar wert, weil es mir einfach dadurch deutlich, deutlich besser geht und ich ganz einfach dann aktiv Google News vermeide und dann eben zu meinem Feed zurückkomme. So, was will ich mit diesem ganzen Projekt bezwecken? Ich hoffe, dass die Branche das vielleicht sieht und sich dann vielleicht was ändert. Ich glaube es zwar nicht, aber ich hoffe es. Aber vor allem ist es für mich eine Erleichterung, weil ich jetzt halt das nicht mehr machen muss. Und wenn ihr das ähnlich seht, wie gesagt, unten ist mein High-Rating RSS-Feed. Stellt euch ansonsten mit dem RSS-Feed von mir und vor allem noch mit anderen RSS-Feeds auch zusammen euren RSS-Reader zusammen. Und so könnt ihr dann quasi auch wirklich mal durch sein mit den Nachrichten. Ich glaube, das ist schon eine immense Erleichterung. Und alles in allem muss ich sagen, das Projekt hat mir persönlich sehr gut getan und ich plane in Zukunft weitere solche Projekte zu machen. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt und was ihr dann am Ende damit macht. Wenn ihr mehr wissen wollt, also wie gesagt, der Newsletter ist quasi einfach eine E-Mail, die automatisch generiert wird aus dem RSS-Feed, falls ihr keinen Feed haben wollt in dem Sinne und das nicht machen wollt, könnt ihr trotzdem über den Newsletter einfach das per E-Mail bekommen. Das zweite ist, hier unten ist Patreon, da bekommt ihr diesen komplett anpassbaren Feed, den stelle ich dort einfach zur Verfügung. Und das dritte ist der High-Rating-Feed, der bringt euch hier nichts, wenn ich den da reinpacke, den kriegt ihr unten in der Beschreibung zum Kopieren bzw. Abtippen. Und ja, benutzt den ganz gerne, wenn ihr darauf Lust habt. So, wenn ihr die App haben wollt, das Ganze dauert noch, Google überprüft das gerade, ich habe das als Experiment gemacht, um ChatGPT O1 Pro zu testen, das mache ich auf einem anderen Kanal. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, also zum Beispiel mit den ganzen tausenden Projekten, die ich hier am Laufen habe, weil ich plane das tatsächlich in nächster Zeit ein bisschen mehr zu machen, was einfach so viel Spaß macht und mich auch entlastet und mir gut tut, dann schaut gerne bei Instagram vorbei. Dort poste ich immer als erstes davon.
Jo, und in dem Sinne hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.